Ja. Mama. Sie mir den Arsch virtuell abwischen über Skype. Vielleicht nehmen wir irgendwo ein Camembert-Brötchen und dann wollte er nicht. Am Ende müssen wir uns entschuldigen. Das ist einfach der letzte Kindergarten. Und vorher ruft er immer noch seine Mama an. A.k.a. seine Freundin. Da kommt er wieder. Nee, Mann. Das war nicht so abgemacht. Was ist das denn für ein Scheiß hier? Das Schönste auf Tour ist eigentlich diese Erfahrung auf der Bühne, Haben wir uns jetzt wieder abgeregt? mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen und vielleicht auch Anerkennung für das, was man da leistet. Ja, und das Schlimmste kommt dann eigentlich direkt danach wieder, wenn man von der Bühne geht und dafür gescholten wird, dass man gerade quasi mit aufgetreten ist. Also ich sehe mich dann auch häufig irgendwie so Anfeindungen ausgesetzt, dass Markus mich irgendwie anmacht, weil er meint, ich würde ihm irgendwie die Show stehlen, weil ich in einem Song tanze, der mit einem Bass-Intro losgeht und er dann die Aufmerksamkeit woanders sieht als auf meinem Tanz. So. Aber es ist ja auch eine Ausdrucksform von mir, mit der ich mich mitteilen will. Also mit der ich einfach da sein möchte. Ja. Hauptsache immer noch ein bisschen sticheln. So, ne? Wenn so ein kleines bisschen Harmonie aufkommt, erstmal wieder ein bisschen sticheln. Ja, also soll ich jetzt lügen oder was? Soll ich jetzt so tun, als wären wir beste Freunde oder was? Du weißt doch ganz genau, wie unser Verhältnis ist. Ja. Boah, die haben ja sogar alles was es gibt. Wieder kein Platz hier. Ja, aber mal gucken. Ey, kannst du fragen, ob die Sojamilch haben? Nichts gegen dich schon, aber ist meine. Gegen dich und Lutz helfen immer nur diese Faustschläge. Torben, aber damit du was lernst. gegen Mein Lutz. Vater erzählt mir jeden Abend Damit du was lernst. Planeten. Damit man was Ich habe zu viel Sendung mit der Maus geguckt. Ja, bestimmt. Ja, ich dachte, dein Vater hat das erzählt. Stichwort Mama. Betreff Mama anrufen. Betreff Mama. Wo ist eigentlich wieder Lutz? Wo wir gerade bei Mama sind. Am Port. Scheiße. Ist kaputt. Du weißt doch, was der für einen hohen Output hat. Stimmt, der muss auf. Oder er heult auf dem Klo. Anscheinend. Wegen dem Missbooking hier. Ja, aber hat auch echt einen Sand gesetzt. Ja, normal. Das weißt du auch. Yeah. Aber zu uns noch meinen, was ist denn los? Warum beschwert ihr euch denn? Ja, komm, scheiß drauf. Guter Katze, sorry. Ja, wenn es das erste Mal wäre, so scheiß drauf. Ist ja sehr idyllisch hier, muss man sagen. Ja, ich frage mich, ob da noch mehr to this town ist als dieser Marktplatz. Also ich glaube, das ist das Zentrum. Das Epizentrum. Das Epizentrum des Das Swags. ist aber schön gemacht. Es gibt natürlich auf Tour auch immer die Schattenseiten. Also das kann natürlich auch anstrengend werden. Also ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man Respekt und Anerkennung den anderen gegenüber hat. Muss der wieder Fotos machen, ey.
Party, yeah. Adventure. Alles geil, yeah. Du bist im Tourbus, guckst nach links, rechts, siehst immer dieselben Fressen. Dann kommst du an, packst aus. Beim Ausladen siehst du immer dieselben Fressen. Sogar auf der Bühne siehst du dieselben Fressen. Die ganze Zeit fragst du dich so, ja ey, passiert da was so zwischen uns noch? Passiert da noch was? Hey, how you doing? I'm sick. Warst du good? You better? Yeah, I'm a little bit better. Auch wenn es mal knifflig wird, auch wenn man sich mal in die Haare kriegt oder so. Ich bin ja eigentlich immer der dann auf die anderen zugeht. Also ich würde sagen, das ist schon eine meiner großen Stärken. Und ja, da schwächeln die anderen manchmal auch ein bisschen. Die sind jetzt nicht so die Leute, die irgendwie was direkt sagen können, wenn sie was stört oder so. Oder ja, ich glaube, da bin ich schon häufig der irgendwie nochmal den Anstoß geben muss. Super professionell. In Auftritten geht es mir vor allem darum, abzuschalten von dem, was dazwischen passiert, von den Strapazen dazwischen. Das geht von Busfahren bis zu Dusche länger besetzen als nötig. Immer irgendwie den Druck machen, dass ja der Erfolg irgendwie fehlt, und das würde ja dann wiederum doch auch an mir liegen, weil ich mich dann nicht genug reingehängt hätte. Also für mich sind das sehr emotionale Sachen. Tränchen habe ich nicht so die guten Erinnerungen. Da gab es richtig Stress. Mit mir hat niemand mehr so richtig geredet, weil ich mich ein bisschen abgekapselt habe. Aber auch zwischen den anderen. Ich hatte eigentlich eher das Gefühl, dass die alle mich hassen. Aber irgendwie hassen sich alle gegenseitig. Und alle manipulieren. Außer Lutz irgendwie, der kriegt irgendwie das meiste ab, aber ich weiß nicht mehr, ob das so gut ist, was hier so abgeht. Okay, works for me. Mensch, Markus. Got a message for her, but she will not receive in time. Okay, Song, was du auch singst. So singt er das. Ich will auch nicht mitverantwortlich dafür sein, dass es irgendwas Schlimmes passiert. Ich weiß nicht. Weil jemand einen kompletten Breakdown hat. Lukas. Ja? Lutz ist zu laut. Lutz ist zu laut bei dir auf dem Monitor. Alles viel zu laut. Auf der Bühne? Außer meinen Sachen. Okay. Ich dachte, Also Jan ist auf jeden Fall auch zu laut. Also Die Gitarre ballert schon allein aus dem Amp alles weg. Geht es jetzt gerade um den Monitor oder um was anderes? Ja, auch wie ist es draußen so? Also Ja, gut. ich habe das, Du kannst dich ja gerne rausstellen. ich habe das Gefühl, man hört mich gar nicht so. Okay. Naja, aber das liegt ja, also ich mache ja quasi auch nur also wenn es gut ist, ist es halt auch gut. Aber es liegt ja nicht nur an mir. Ja. Nee, liegt an uns. Ja. Lukas, ich verstehe nicht. Ich glaube einfach, du verstehst die Vision nicht. Ja? Aber wir sind eine basslastige Band. Wir sind eine um basslastige Vision zu verstehen, muss es eine Vision geben. Ja, willst du jetzt sagen, ich habe keine Vision oder was? Nee, ich rede nicht von dir. Bitte? Du redest nicht von mir. Ja, danke. Nee, die anderen beiden wissen natürlich nicht. Aber deswegen mach die einfach leiser. Dreh die einfach ein bisschen runter. Fertig. Gut, wenn So. du kannst dich auch einfach hier hinstellen. Wenn du dich einfach hier spielst, dann gehe ich auf die. Also wenn ich Bass spiele, ist garantiert besser.
Das Schlimmste am Tourleben ist, also ich spreche jetzt von dem Tourleben, das wir führen. Also das ist halt wie, kannst du dich an diese Videos erinnern, wo man irgendwie 30 Clowns in einen Smart packt? So das beschreibt so das Gefühl, was man irgendwann hat. Und hörst du dich jetzt? Geht so, willst du mich verarschen? Du ballerst alles zu auf den. Der Jan ballert alles zu. Weißt du, wie die Gitarre bei mir vorbeischießt? Junge. Lisa, mach mal die Scheißkamera aus jetzt! Wenn ich mit Lukas was zu besprechen habe, was mit dem Sounddesign zu tun hat, und meinen Song. Party on, yeah! Alles geil, weißt du, alles so yeah, yeah. Und die Leute so yeah, weißt du, und wir so yeah, weißt du. Weißt du, so nur, yeah. Weißt du, so alles richtig geil. Weißt du, alles mega Party. Lukas hat den Bass jetzt lauter gedreht. Ich denke, das ist alles. Also, es liegt ja nicht an mir, wenn ich einen scheiß Gig spiele, weil ich nur Bass höre. Oder weil ich Ja, bestimmt hörst du nur Bass. Du hast mich doch gar nicht auf dem Monitor mal gefressen. Was laberst du für eine Scheiße? Ja, weißt du, wie du durch die Subs allein kommst? Ja, dann beschwer dich bei Lukas und nicht bei mir. Wieso soll ich mich denn bei Lukas beschweren? Ja, weil der die Sounds durch die Subs macht. Du Idiot, du checkst nicht mal, wer was macht. Wer welchen Aufgabenbereich hat, Junge. Ich schließe mein Bass-Amp an, der geht mir Du nur weißt in die einfach Richtung. nicht, wie du dein Instrument zu spielen hast. Wie ich mein, du weißt, du kannst doch nur A-Moll. Du drückst nur weiße Tasten, Junge. So Quatsch. Ja, ist doch so. Also Alter. hast du ein Solo im Set? Also das, was du als Solo bezeichnest, ist für mich kein Solo. Das, wo du immer abdanst oder was? Wo du immer, ey, hier, ich bin's. Willst du mich verarschen? Du klaust mir mein Solo. Das ist doch kein Du klaust Solo. mein Solo. Das ist ein verficktes Das ist von Intro. Gitarrenstahl. Junge, das ist ein Intro. Ja, das ist kein Solo. Du hast einfach nicht verstanden, was wir für Musik machen. Kann das sein? Du hast gar nicht verstanden, was wir überhaupt wollen mit der Musik. Oder was Du willst offensichtlich was? nicht Wer erzählt die willst. ganze Zeit, was er will? Wer von euch hat denn Ey, jetzt hier Jungs. irgendwie die Vision? Wollen wir Pizza bestellen eigentlich? Ich habe echt Hunger mittlerweile. Ja. Also Ja, mir ist eigentlich der Appetit vergangen. Nee, also ich wäre dabei, Pizza zu bestellen. Ja, Pizza? Dann lassen wir Lutz einfach raus. Ja, okay. Sollten wir vielleicht aus der Band lassen. Ja. Ich nehme Pepperoni. Okay. Ich Hunger. Pizza. Das ist einfach, das ist so, als würdest du irgendwie mit Donald Trump und Erdogan in einer Band spielen. Was geht ab mit denen? Dafür reiß ich mir den Arsch auf. Ja, Digga, Mama hat angerufen oder was? Willst du jetzt was? Was ist denn los mit dir, ne? Ey, verpiss dich! Hör auf zu Verpiss weinen. dich!
dass ich mich einfach nicht durchsetzen kann. Das ist aber was, wo ich dran arbeiten muss. Weil die haben einfach gar keine Ahnung, so was das bedeutet im Hintergrund. So der Band den Rücken frei zu halten, den anderen beiden vor allem. Das ist echt, ja, schade. Ist klar? Ja. Was ist los? So super. Super Soundcheck. War super. Ja, oder? Wenn nicht, kannst du ja sagen. Nee. Was doch sonst immer so viel zu sagen. Ich sag nichts mehr. Gut, dann sag ich auch nichts. So. Im Labor. Tschüss. Gazing somewhere, these yellow balls inside are nothing more than light in a room at night. All the silky sadness you sense inside feels like choke. It's nothing more than believing, and I can't tell you anything new. No, I won't tell you anything better. Guess that somewhere these yellow bulbs inside are nothing more than light in a room at night. All the silky sadness you sense inside feels like choke.